Chat, guckt euch das an. Building the world's largest cruise ship. Welches Hochhaus ist es nochmal? Das ist nicht Rockefeller Center, oder? Ne, ist auch nicht Empire, oder? Empire, ja. Ah, okay, ist Empire, okay. Chat, wollen wir uns darüber mal informieren? 9 Minuten, warum nicht, Alter? Hä? Das war so groß wie das Empire State Building fast. Und im Thumbnail stand noch Actual Size, also was bauen die da? Und das muss ich auch noch sagen, ich kann mir es nicht vorstellen, dass es auf dem Schiff geil ist. Du hast da natürlich alles an Unterhaltung, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie viel jetzt wirklich das Ding rausbläst, was umwelttechnisch Müll ist. Und ich glaube auch so schon, mein CO2-Abdruck ist jetzt nicht der beste. Aber ich versuche ein bisschen entgegenzuwirken. Aber so ein Schiff ist doch, das ist doch nicht geil, oder? Das ist einfach wie eine kleine City. Einer schreibt doch so geil. Ah, okay. 365 meters, 2,800 rooms, 250,000 gross tons, 22 elevators. Ich fand's gerade ein bisschen leise. This building is absolutely massive, and it floats. But this isn't some New York skyscraper, it's the Icon of the Seas, the world's largest cruise ship. Bro, what? Das sieht aus wie Fortnite, also, oder keine Ahnung. Was ist denn das für ein Rendering? Die haben ja jede Farbe, die es gibt, reingeklatscht da dafür. Hä? Fall Guys, ja, in die Richtung irgendwas, ich schwöre. Ist wirklich Fall Guys. Forget the ideas of futuristic floating cities like in Korea or the Maldives. This one is happening right now, and it has the internet in a craze. My only question is, were there room for lifeboats? Am I the only one who finds this terrifying? If you thought building a structure on land was complex, try doing it on the water. There'll be 40 restaurants, a water park, 8 distinct neighbourhoods, and guests are going to be able to access their very own central park. At such a massive scale, it might as well be a skyscraper. It just happens to sail around the world with nearly 10,000 people inside it. Digga, das ist doch Hä? Also, kommt ihr gerade drauf klar? Ich gar nicht. 40 Restaurants. Ich glaube, da ist ein Basketballplatz oder Fußballplatz. Also, hä? This is how the world's largest cruise ship was built. Ach, das ist schon fertig! Five times the size of the Titanic and 35 meters taller than the height of the Eiffel Tower, the Icon of the Seas is a huge ship, to say the least. It's like if you took the Chrysler Building, laid it on its side, and put it in the ocean. Except this boat would still be... Bro, das war's Chrysler Building, oder? Chat, das war nicht Empire State auf dem Thumbnail. When it sets sail in 2024, the Icon of the Seas will take the title from the current largest operating ship, the Wonder of the Seas, by an additional 3 meters. Warte mal, Royal Caribbean Cruise Ship by Size. Also, Chat, warte mal. Also, jetzt mal ohne Spaß. Es gibt doch manchmal, ich weiß nicht, ob ihr euch so erwischt, so, ne? Wenn du einen Flieger abhebt, Spendi hat es jedes Mal. Spendi versteht bis heute nicht, und Spendi ist 32, glaube ich, mittlerweile, warum ein Flieger fliegt. Wie kann dieses Ding, also das ist ja so krass, dass das einfach schwimmt, oder nicht? And 2 decks. Construction's taken around 2.5 years, and it's all being built by Mehr Shipyard, one of Europe's top shipbuilders in Turku, Finland. But before the massive construction process even began, designs were first tested in Royal Caribbean's high-tech innovation lab known as the Cave. It's a room-sized virtual reality simulator in Miami. Here, teams looked at renderings from all different angles before making any decisions. Once the design was finalized, work in Finland's shipyard could... Einfach mehr Wasser verdrängen, als es selber wiegt. Ah ja. Das ist jetzt schon wieder so eine Lösung. Das ist wie damals, als ich Pablo in Mathe in der 13. Klasse gefragt hat, wie er das löst, und er löst es auf einmal so logisch. Es gibt Sachen, die sind auf Papier logisch, aber wenn du sie siehst, halt einfach nicht, ne? Und ihr gebt mir jetzt hier gerade so eine Pablo-Antwort in den Chat. Ich hab auf die Leute gehofft, die wirklich auch da sind und sich das angucken und sagen, das sieht für mich eigentlich nicht logisch aus. Begin. It all started with 2 long-standing maritime traditions, the steel cutting ceremony followed by the keel laying ceremony. Both happen in a dry dock, a sort of narrow basin that can later be filled with water. And the steel cutting stage is when, you guessed it, the first bits of steel for the ship are actually cut. Then, during the keel laying ceremony, the bottom parts of the ship are actually put into place. During the Icon's ceremony, a 3,000-ton crane was used to lift a massive steel block into the dock. From there, the ship continued to grow. Bro, das ist der Lass mich raten,
das ist nicht nur ein Motor, das ist nicht der einzige Motor, davor sind so 20 drin. Das Ding hat zusammengefasst einen V256 Motor irgendwas, Bro, das ist ja, nee, das hat wirklich 256 Zylinder, sag ich. Wie viel PS? Jetzt mal ohne Spaß, ja. Wenn du Quartett spielst und du hast dieses Schiff und einer kommt mit Zylinderanzahl, ja, Feierabend, ciao. Quartett auch schon lange nicht mehr gespielt, Alter. Quartett eigentlich schon ein geiles Kartenspiel. Think of it as a giant Lego set or 14. game of Tetris. Engineers built parts of the ship, including the 2,800 staterooms, block by block in a separate location in the shipyard. Each piece was then craned onto the dock and carefully stacked and welded into its final position, Überheftig einfach. working from the bottom of the ship upwards. Now, that's different from how you build something like a skyscraper on land. While that process does start from the foundation upwards, the vertical beams shape the entire building as the skeleton structure, followed by the interior and then exterior finishings. And while the outside of a skyscraper is usually clad in heavy materials like concrete, glass or masonry, the icon of the seas is mostly made of extra strength steel and curved sheet metal. Those materials are all much lighter. Okay. One of the biggest challenges on the icon was the Aquadome, a glass and steel structure that stands 25 meters tall and 50 meters wide, and is the largest of its kind on any cruise ship. Ja, natürlich on any cruise ship, Mann. Wer hat schon mal ein Schiff gesehen, welches so eine Fensterfront hat? Das ist doch extra erwähnt, Chat. Hä? Natürlich. On any cruise ship. Wow. The higher a heavy piece like this sits on a ship, the more it can Das ist so eine fahrende Elbphilharmonie einfach. affect stability and the ship's overall centre of gravity. Engineers conducted several tests during the design process to ensure it could work. To build it, 12 individual modules of steel, glass and aluminium were assembled together into one piece. In total, the dome has 673 glass panels. Once its rounded shape was finalised, a special rig with nearly 500 metres of suspension cables was used to move it onto the front of the ship. The final few metres of this move took more than 6 hours to complete. Then it was finally welded into place. Over a period of 8 months, the icon continued to come together piece by piece until it was ready to be moved out of the dry dock and into an outfitting dock. This is where technicians installed things like furniture and finishings. To do that, the dry dock was filled with water before 5 tugboats pulled the ship to the other part of the shipyard. After a few more months of work, the ship underwent its first round of sea trials, where everything from the engines to the steering system were put to the test in the water. The first trials lasted a few days and covered hundreds of kilometers. Another round is going to follow later this year. Digga, das Ding ist ja, warte mal, reden wir jetzt hier noch, das ist ein Rendering, das ist ja nicht real. Aber das Ding ist fertig? Now, we've kind of guessed what you're all thinking. How on earth does a structure this big actually float? And how does it operate? After all, this is essentially a massive skyscraper floating out at sea. Bro, warte mal. Wollen die mir erzählen, du kannst hier noch auf dem Deck surfen? Natürlich kannst du das, Bruder. Das ist wirklich, also, ey. Well, according to the science of buoyancy, an object can float as long as the amount of water that is displaced is equal to its mass. The icon may be big, but the ocean is infinitely bigger, and there's a lot of open space on board that helps equalize its weight. So, da habe ich die Klugscheißer im Chat. As we said, materials like extra strength steel are used throughout most of the ship. And unlike skyscrapers, which use a lot of concrete or masonry, the combination of steel and air on the ship creates buoyancy because together it's less dense than the water under it. And inside the ship, interior design features like thin layers of marble finishings use less material than it would seem to the eye in order to keep them lighter. Das stimmt. But really, it all comes down to one very important part of the icon that largely sits underwater. Der Motor, oder? Typically, smaller boats have a V-shaped hull. This design helps vessels reach high speeds and cut through choppy waves with less stability. Cruise ships instead have U-shaped hulls which are wider and rounder.
This helps disperse weight and water more easily with their larger size. Wirklich, an alle Klugscheißer, ich will jetzt, dass ihr euch einmal ans Herz fasst und jetzt einfach mal nicht aus einem logischen Aspekt antwortet, sondern von dem, was ihr seht. Ja, es ist möglich, ja, aber es sieht doch einfach nicht richtig aus. Bro, bitte guckt es euch doch mal an. Wisst ihr, was ich meine? So ein riesen Klotz, einfach der auf dem Wasser ist. Das ist doch krass, oder nicht? It also creates more space for amenities, and while it does slow things down, it provides more stability, because nothing's worse than getting seasick from bumpy waves on a ship you can't get off. Ja, hoffentlich geht er noch auf den Verbrauch von dem Ding ein, ne? Developers take similar elements into account. When designing their cores, the shape affects a building's stability against wind loads. Instead of traditional four walls, taller buildings like the Burj Khalifa and Jeddah Tower use a Y-shaped three-walled core for further reinforcement. You might also be wondering how they keep the lights on for nearly 10,000 people out in the middle of the ocean. After all, this building can't connect to the electric grid out in the middle of nowhere. Instead, it relies on the Icon's 6 multi-fuel engines. Unlike other Royal Caribbean ships that use diesel power, the Icon will rely on liquefied natural gas. And in port, the ship saves energy by plugging into local power grids rather than leaving the engine on and burning extra fuel. Oha. So now we understand some of the scientific basics. Oha, Chat. How big could a cruise ship? Dann ist das Ding gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es doch gar nicht so, wenn es so auf, wenn es ist nur Greenwashing. Also sagst du, das Ding ist trotzdem absoluter Müll? Ja, Chat, dann reden wir gar nicht drüber. Naja, Flüssiggas ist doch schon mal besser als Diesel. Allein die Produktion, ja, das stimmt, ja, Chat, das stimmt. Dann kriegen die uns nicht. Habe ich hier Leute, die leidenschaftliche Kreuzfahrer sind? Weil einer hat mich vorher im Chat gefragt, ich habe es gelesen, bin ich nicht. Ich bin noch nie Kreuzfahrtschiff gefahren. Ich habe eine Fähre betreten, ja, aber ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ist geil, yo, ich im Oktober das erste Mal. Heinrich, geh in Deckung, Alter. Hoffentlich, Chat, ey, denkt jetzt ja nicht den Heinrich und geht auf ihn. Nö, bin arm. Was kostet denn ein Kreuzfahrtschiff? Also, was kostet es denn? Chillen, Free Food im guten Angebot und immer hübsche Frauen. Ja, okay, Prime. Also, das ist ja wirklich... Ja, Bruder, ich kann da ein bisschen chillen. Free Food, Mann, und immer hübsche Frauen. Willst du mir erzählen, so die Frau fürs Leben lernst du auf einem Kreuzfahrtschiff kennen? Für ihn ist wie Ballermann, ich schwöre. Für eine Woche safe 1000. Multifuel heißt, nach den Landesgrenzen, wo Umweltrichtlinien gelten, kommt das reine Schweröl rein. Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen. Also, ich hatte noch nie so gute Gespräche wie da. Ja, da kannst du ja auch nicht wirklich flüchten, ne? Das ist halt auch nochmal der Nachteil. Also, du bist ja gezwungen, dich mit jemandem zu unterhalten, weil, okay, das sind jetzt 354 Meter, du kannst hier gefühlt in der Stadt irgendwo chillen, aber dein Ort, an dem du flüchten kannst, ist halt auch sehr begrenzt, ne? Das ist halt auch krass. And is there such a thing as too big? After all, the Icon has already been labelled a monstrosity by some. And yet, it still set pre-booking records. So there's clearly a market for building these massive structures out at sea. Kein Wunder. But even if engineers do continue to solve the challenges of building big on the water, not all ports can take megaships of this size. And many have been banning such ships due to port capacity, pollution and over-tourism. Für den Tourismus, wenn das Schiff anlegt, oder dann ist da erstmal Feierabend. Wie viele Leute können da nochmal gleichzeitig drauf? Ich glaube, das haben die noch nicht gesagt, ne? This has been the limit for many skyscrapers. The port size could be the limit for the future of cruise ships. And as we continue to push the bounds of engineering far into the sky on land, the future of cruise ship construction may not stretch so far into the water. Before we build the world's next biggest cruise ship, the construction sector might first need to build some bigger ports. Royal Caribbean Schiffe aber so teuer, das ist bodenlos. 50 MB Internetpaket, 100 Euro. The B1M. Ja, das wäre gar nichts für mich, Mann. Kreuzfahrt ist komplett raus, aber ich fand das Video übergeil. Ich liebe den Kanal. Ich finde auch, das ist meine Meinung, es gibt doch schon so viele Kreuzfahrtschiffe, ist so schon scheiße, aber dann renoviert die, anstatt noch neue zu bauen. Also allein auch aus dem Tourismusaspekt, das hatte ich auch mal irgendwo aufgegriffen, ist es schon scheiße. Natürlich über diesen Verbrauch brauchen wir gar nicht erst reden, aber ich finde das irgendwie, das ist komplett der falsche Ehrgeiz, da irgendwie Leute zu locken mit irgendwelchen Attraktionen, dann längstes Cruise-Ship und so, aber es muss ja ein krasses Publikum dafür geben. Hand aufs Herz, das ist was für Rentner. Ja, und für einen im Chat, der sagt, ja, beste, Bruder, beste Gespräche mit Frauen.
Ich weiß es auch nicht. Mit Flüssiggas betriebene Schiffe stoßen neben CO2 auch extrem klimaschädliches Methan aus, schreibt der NABU. Dieses Treibhausgas weise eine 86 mal stärkere Klimawirkung als CO2 auf und die Emissionen aus dem sogenannten Methanschlupf... Okay. Oh, okay. Also das wäre nicht meins. Entweder fahre ich lieber irgendwo hin oder fliege ich irgendwo hin. Das ist meine Meinung.